Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Als ich die Unterlagen vorbereitete und die Geräte für einen Beitrag über Epidiaskop, über Diaprojektoren und so weiter, fällte mir etwas ein, was ich einmal gelesen habe über die Geistererscheinungen des 18. Jahrhunderts. Bei den Jahrmärkten im 18. Jahrhundert wurden oft Geistererscheinungen gezeigt, wo die Leute wirklich fasziniert waren. Und ich habe versucht, das, was ich in Wort gelesen habe, in Bild zu bringen. Dieser Teil hier ist etwas, was für die Zuschauer unsichtbar ist. Und das Ganze funktioniert so. Eine Person. In Wirklichkeit war sicher nur der Oberkörper, aber ich habe als ganze Person gezeichnet, damit man ein bisschen mehr vorstellen kann. Ist hier und der wird mit Lampen oder mit irgendeiner anderen Möglichkeit beleuchtet. Diese Bild, diese helles Licht wird auf einen Fixierspiegel geschickt. Fixierspiegel sind unregelmäßigen Spiegel. Konkav, konvex, zylindrisch und so weiter. Und das Bild, diese Person, wird auf diese Spiegel geworfen, der natürlich unregelmäßig auf eine dünne Stoffschicht oder auf etwas ganz Feines, das sich sogar im Wind leicht bewegt, geschickt. Und die Personen, die hier sitzen, sehen auf einmal so etwas sich von einer Person verzerrt, bewegend, und das war die Geisterserscheinungen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn einmal in einem größeren Rahmen nur ein Oberkörper, so ein Brustbild ist auch leichter zu projizieren und die Leute werden auch ein bisschen mehr sehen. Das war die Vorlage, was ich einmal gelesen habe, und jetzt versuche das hier an eine Epidiaskop umzusetzen. Und wenn wir jetzt ein Epidiaskop meinen, ist damit gemeint ein Gerät, so wie das hier. Das ist ein Diaprojektor und eine Episkop. Das heißt, ganz unten auf eine Hebebühne kommt eine Zeitung, ein Blatt Papier, ein Buch, egal was, wird hochgepresst und dann mit einer Konstruktion von 4 Spiegeln wird auf die Wand projiziert. In diesem Fall haben wir eine Leitz Epidiaskop Typ VH, gebaut von 1950 bis 1961. Eine sehr gute Objektiv, eine 500 Lampe, und so erreichte man einen Projektionsabstand von 10 Meter. Und für die damalige Zeit war sehr viel. Der Epidiaskop funktioniert, die Lampe wirft Licht in 4 Spiegel und in eine Winkelfunktion wird das Ganze auf die Wand geworfen. Der Moment, wo mir das Epidiaskop abschaltet, ist dann ein Diaprojektor. Dieser Epidiaskop wurde von 1950 bis 1961 gebaut und angeboten. Die Farbe und die Form von dieser Lampe geben mir Anlass zu behaupten, dass das Gerät ist von den ersten Jahren des 50er Jahre, also 50 bis 55. Die Optik von D-Max ist 25 cm und hat ein Format von 8 mal 1,5 cm. Das hier ist zum Beispiel für Dias mit dem Format 8,5 x 10, aber üblich ist auch 8 x 5 x 8 x 5 oder 9 x 12. Und die Optik ist ein D-Max mit 25 cm Brennweite. Die Lampe ist 500 Watt, natürlich sehr, sehr stark und warm,
und ein sehr starker Ventilator sorgt für die Kühlung. Die Handhabung ist eigentlich sehr einfach. 2 Hebel und das Ganze funktioniert. Das Gerät weist eine sehr hohe Farbtreue und die Abbildung ist sehr stabil. Die Ausführung ist natürlich auch dementsprechend stabil, weil das Ganze wiegt ohne Objektive 27 Kilo. Das Ganze ist ein Leitgerät und möchte dazu sagen, dass mit der aufkommenden Kleinbildfotografie im Jahr 1925 hat die Firma Leitz auch angefangen mit den Epidiaskope, mit Diaprojektoren und auch mit den Fotoapparate und die Filmkameras. Das ist eigentlich alles über diese Epidiaskop und das Gerät hier ist nicht das größte Epidiaskop, was ich habe. Es gibt noch eine, noch größer, für einen Abstand für 40 Meter und das Gerät wiegt dann über 60 Kilo. Diese großen Geräte und das alles in einem privaten Haushalt ist ein bisschen umständlich. Die Sammlung explodiert, die Sammlung wird immer größer, ich werde immer älter, also es ist Zeit an einem Museum, an einem Technikmuseum als Ergänzung oder irgendeine andere Möglichkeit zu denken. Falls Sie eine gute Idee haben, bitte melden Sie sich bei mir, wir können darüber reden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.